Und genau das hatte er auch vor, als er am nächsten Morgen in die Clearwater High zurückkehrte. Ein aufgedrehtes Hörnchen flitzte sofort auf seine Schulter. »Hey, Karak! Endlich bist du wieder da, du Flohmatratze! Du weißt ja gar nicht, was hier heute Morgen schon alles los war. Gar nicht lustig war das, ich sag's dir!« Aufgebracht hüpfte sie auf seiner Schulter herum und kletterte dann seinen Arm entlang. »Was ist denn los, Hektikhörnchen?« Karak sah Holly an, dass sie es ernst meinte. Ihre kleinen Augen waren besorgt aufgerissen und auch der Rest von dem kleinen Rothörnchen wirkte mehr als nur angespannt. »Sie haben uns gedroht«, schrie sie schrill in seinen Kopf. »Die Youngblood meinte, wenn wir ihr in die Quere kommen, würde sie mit Dino-Wandlern kommen und die Clearwater High niederwalzen lassen. Bei der großen Nuss, die ist doch vollkommen übergeschnappt.« Ein eisiger Schauer überzog Karak und die mickrigen kleinen Härchen auf seinen Armen begannen sich angstvoll zu sträuben. Würde die Youngblood so etwas wirklich tun? Was fragte er sich das denn überhaupt? Schließlich hatte er bereits selbst erlebt, dass diese Frau kein Gewissen hatte und völlig skrupellos war. Er dachte an die arme Enya Xandros, die ehemalige Sicherheitsbeauftragte des Rates, zurück. Auch hier schien der Löwenwandlerin das Leben einer anderen Person vollkommen gleichgültig gewesen zu sein. Wie auf Stichwort ertönte ein leises Bing und Karak stellte fest, dass soeben eine Nachricht von einer unbekannten Nummer auf seinem Handy eingegangen war. Früher war davon ständig der Akku leer gewesen, da Karak immer wieder vergessen hatte, das kleine eckige Kästchen zu laden. Doch das hatte sich in letzter Zeit geändert. Wenn man so viele Feinde um sich herum hatte, war es besser, das kleine Ding doch ab und zu aufgeladen bei sich zu haben. Aber in dem Moment, in welchem er die Nachricht öffnete und las, wäre es ihm doch lieber gewesen, er hätte das Teil wieder einmal nicht geladen. Sämtliche Nackenhaare stellten sich ihm auf und sein Magen schien wie verknotet. Regungslos starrte er auf die Worte und wünschte sich, er hätte sie besser niemals gelesen. »Was ist denn los, Puma-Junge?« wollte Holly verblüfft wissen. »Ich find's ja auch echt erschreckend, dass sie sowas plant, aber ich meine, Dino-Wandler? Komm, dazu müsste sie auch erst einmal schaffen, jemanden wirklich in solch eine Kreatur zu verwandeln. Ich wette, Mammuts sind da noch einfacher.« Als Karak nichts erwiderte, kletterte Holly besorgt auf seine Schulter zurück. »Hey, was hast du denn, Karak?« Wortlos drehte er das Smartphone in ihre Richtung, sodass sie es selbst sehen konnte. »Ach du heilige Nusscreme«, stieß Holly aus und schlug sich die Pfoten vors Gesicht, was in ihrer zweiten Gestalt irgendwie eigenartig aussah. »Bis bald, du Abschaum von einer Katze. Ich habe mir was Schönes für dich ausgedacht. Und wenn ich erst einmal fertig mit dir bin, dann sag Adieu zu deiner Puma-Gestalt. Du bist es nicht würdig, eine Katze zu sein. Und wenn dich deine Freunde verteidigen wollen, dann sag ihnen, dass ich meine Drohung sonst wahrmachen werde. Ich werde ganz sicher nicht kneifen. Also überleg dir gut, was du tust, du Mistmieze. Wir sehen uns. Sehr bald schon.« Das waren die Worte, welche die Nachricht verkündete. Und Karak musste nicht zweimal überlegen, wer ihm das geschrieben hatte. Nicht einmal ein einziges Mal. Es war glasklar, von wem diese Nachricht stammte.